Im heutigen Video zeige ich euch über 50 Lego-Tipps und Tricks, die nicht mal ich wusste. Zum Beispiel könnt ihr in der Erde bei eurem Beet einfach Sachen lagern, wie ihr Kisten übereinander stapelt, wie ihr ganz einfach die Bosse tötet und noch viel, viel mehr. So kriegt man keinen Volldamage, wenn man kurz davor seinen Jumpsprung einsetzt mit der Waffe. Okay. Ja, die sind richtig stark. Man kann die ohne Waffe besiegen? Lol, man muss die einfach in den See hineinführen und dann sterben die und man kriegt diese ganzen Items. Lol. Übrigens, dieser Sprung, den wir gerade eben hatten, hilft euch auch, wenn ihr ertrinken solltet. Lol, wenn ihr die ganze Zeit diesen Sprung macht im Wasser, verbraucht ihr viel, viel weniger Ausdauer, als wenn ihr ganz normal schwimmen würdet. Wow. Also er meinte, wenn ihr jetzt so wie er seid und wenig Pfeile habt, dann macht einfach das da, wenn euch jemand angreift. Oh, lol. Wenn ihr die Wände baut, Leute, dann könnt ihr die Pfeile einfach wieder so aufheben von den Leuten. Ja, das Bett ist wichtig. Okay, das ist cool. Ihr könnt euer Bett ja überall hin platzieren, egal wie kalt es euch ist oder sonstiges. Ihr verliert kein Leben. You might be tempted to start a farm. Sure recommended, but there's a farm right in front of you at the start of the game. These raspberry bushes could be a lifesaver as long as you don't fully break them. Over time, they grow back the fruit for you to infinitely... Anstatt dass man diese Beerenbäume kaputt macht, tut die lieber ernten, weil da wachsen immer wieder Beeren an diesen Pflanzen und wenn ihr welche in eurem Dorf habt in der Nähe, ist das ein Lifesaver. Oh, die hasse ich auch, ja. Naja. Mal gucken. LOL, mit einem Schild geht das. Ihr könnt mit Schild die einfach stoppen. LOL. WTF. Und wenn ihr einen Knochen hinschmeißt, dann gehen diese Steinpanzer zum Knochen. Okay, der Schneebeeren-Shake ist sehr OP, das stimmt. Okay, wenn ihr eine Saftpresse macht. Oder ihr macht halt eine Farm mit den Schneebeerensamen. Alter, okay, das ist OP. Der Kälteschmuck plus die Schneebeere, dann habt ihr gar kein Problem mehr in diesen Lavahöhlen. Ja, easy, easy, easy. One of the strangest things about Lego Fortnite is the sleep system. In Minecraft, you can just get into bed and skip nighttime, but not here. You just gotta ja, das stimmt. Das stimmt, ne? Wenn man in Minecraft schlafen geht, geht der Tag vorbei, aber hier ist es ja nicht so. Lol, man geht ins Bett, lief das Game, geht wieder rein ins Spiel und man hat Tag. Huh, was? Crouching, ja. Also ducken. Lol, wenn ihr euch duckt, dann sehen euch manche Gegner einfach nicht. Also so kriegt ihr am schnellsten auf jeden Fall den Gleiter. Die Werkbank so weit erweitern, beziehungsweise upgraden. Dann macht ihr diese zwei Items und Knochenwurzel und dann könnt ihr schon den Gleiter machen, lol. Oh, mit den Geysiren lohnt sich das ja mega. Habt ihr gesehen, wie hoch man fliegt? Oh, da müsst ihr aufpassen. LOL, das ist ein krasser Ausdauertrick. Bevor der Balken ganz am Ende ist, hört auf zu sprinten, weil dann bekommt ihr viel, viel schneller wieder eure Ausdauer zurück. Krank. Kurz bevor der weg ist, der Balken.
Ja. Das stimmt. Okay. Boah, das ist halt krass, ne? Wenn ihr Loot im Sandgebiet braucht, geht zu einem Boss, lasst euch ein bisschen hinterher rennen und der Typ macht alles kaputt, was in dem Weg läuft. Alternatively, if you're looking for flex wood, craft some boom barrels. These will Aha. blow up a cacti in the desert, dropping dozens of wood for you. LOL, das ist OP. Einfach diese TNT-Dinger benutzen, um richtig viel Loot zu sammeln. Vor allem, wenn ihr nicht die Spitzhacke habt für die Kakteen. Fruits though, farming isn't the only way to take advantage of them. Take high ground against these guys and just pound them full of arrows. It's a surefire way to defeat them without any risk. LOL, die Monster kann man einfach töten, indem man Highground nimmt. Easy. Ja, wenn wir keinen Raum haben für Kisten, ist schon ein bisschen schwer. Er sagt, man kann die Kisten übereinander stapeln. Lol, man muss einfach nur diese dünnen Böden 8x2x1 bauen und man kann die Kiste oben drauf hauen. Ey, wie geil! Krass. Gut, es gibt auch solche Items, die man für Lager benutzen könnte. Er sagt hier auch, wichtig, dass ihr euer Dorf in der Nähe von einem Sandbiom baut, weil das ist das nächste Biom, wo wir hin müssen. Ja, ich meine, wenn ihr die ganze Zeit viel laufen müsst, ist echt blöd. Ja. Naja, viele wissen ja nicht, was der Vorteil von einem Villager eigentlich ist, okay? Und ob es sich eigentlich lohnt, die Villager auf Reise zu schicken oder einen Job anzubieten. Aber was ist mit denen, die einfach rumlaufen wie Sunflower? Das Gute ist, diese Villager helfen uns dabei, wenn uns Gegner angreifen in unserem Dorf. Dann helfen sie uns und kämpfen gegen diese. Ja, das ist nice. Wenn ihr anscheinend euer Dorf extrem schnell upgraden wollt, dann baut viele Grills. Ihr bekommt halt viel, viel schneller diese gelbe Leiste voll, um ein neues Level freischalten zu können. Oh, lol. Exclusive items, you'll have to keep upgrading your village all the way to level 7. Not only does it allow you to have more NPCs, but some of these perks are seriously underrated, especially gifts. Gifts sind richtig underrated, sagt er, okay. To unlock this, talking to NPCs regularly can give you free recipes for decorations, building pieces, and a ton more. The crafting instructions are actually exclusive to these gifts and even depend on what biome you're settled in. So talk to everyone daily to unlock everything. Lol, okay, das ist wild, Leute. Die Villager geben uns dann sozusagen Geschenke. Die geben uns dann spezielle Rezepte, die wir dann später an der Werkbank oder an anderen Sachen machen können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit den Villagern jeden Tag reden, weil die uns jeden Tag neue Rezepte geben und somit neue Möbel erschaffen können. Lol. Okay, wir bekommen neue Dekorationen, Lego-Steine generell. Und noch viel, viel mehr. Hier, zum Beispiel jetzt hier, habt ihr gesehen? Krass. Und diese Teile, die ihr bei den Geschenken freischaltet, gibt es nur bei den Geschenken, nicht anders freischaltbar. Also redet mit euren Villagern. Okay. Ja, wichtig, bevor ihr immer looten geht, Leute, und weiter weggeht, nehmt ein Bett mit. Wichtig. Auch wichtig, einen Respawn-Punkt setzen, bevor ihr in eine Höhle oder so reingeht. Genau, wichtig, bevor ihr eine Welt erstellt, guckt einen richtigen Seed euch an. Der Seed ist nämlich wichtig, um euren Spawnpunkt zu setzen, wenn ihr eine neue Welt erschafft. Es gibt zum Beispiel Seeds, da seid ihr direkt in der Nähe von einem Sandbiom, Wüstenbiom, Grasland und einem Winterbiom. Und wenn ihr diesen Seed zum Beispiel einsetzt, bekommt ihr einen richtig guten Spawnpunkt.
Yeah, you can make this thing out of Lego, and just like in VR, it has no fall damage. So make sure Klar, wir wissen, mit dem Grappler gibt es kein Fall-Damage. use it to your advantage. And if you're used to carrying a torch in your offhand, this tip will make exploring caves even easier. Instead, throw down the torches or place a campfire to light the cave. Now, you can swap it out for a shield to fight way better underground. Okay, das ist auch gar nicht so schlecht. Anstatt eine Fackel mitzunehmen, nehmt ihr ein paar Lagerfeuer mit und könnt ein Schild benutzen. Once you're heading back home, if you find yourself getting lost, take advantage of the campfire trick. Next time you're at base, place a bunch of them down, and the more smoke trails you have, the easier it'll be to see from far away. Ja, okay, das ist jetzt nicht so der beste Trick, aber ist auch ganz gut. Umso mehr Lagerfeuer ihr platziert, umso besser seht ihr ja euer Lager von weiter weg. Da müsst ihr halt nicht immer auf der Karte schauen. Just be sure it's your campfire and not a group of enemies. Scoundrels could randomly spawn, and I gotta say, the loot, it's not the best. But don't leave behind the broken swords. Instead, give them to all your NPCs who will actually use them. If you're wondering how to... Wichtig, wenn ihr immer diese NPCs tötet, gebt die Items an eure Villager, ja. Zum Beispiel ein Schwert oder so, dann kann es euch in Fights besser helfen, auch wenn es diese grauen Schwerter sind. gift them, simply take them on an adventure and the option appears. But this isn't the only time to use it. Whenever you go out exploring, you should always take a villager on the journey with you. Das stimmt, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Nehmt immer einen Villager mit zu euren Abenteuern. Ganz, ganz wichtig. Ja, die helfen euch, kämpfen mit euch und wenn sie sterben, dann respawnen die ja einfach so aus dem Nichts. And you also shouldn't underestimate the secret storage of plants. Garden plots have one space for you to put the seed in, but once you do, it's taken away and left empty. It's a great way to store any value. Das wusste ich gar nicht. Diese Erde hier kann anscheinend, oder diese Beete können auch ein Item, also man kann da ein Inventar reinhauen. Lol, geil. Krass. Oh, wow. Wusste ich nicht. Genau, ihr könnt ja eure Villager auch auf auf Arbeit schicken, dann holen sie für euch ja Ressourcen. Und ihr müsst aber darauf achten, was sie zu euch sagen, weil manche Villager können bessere Jobs als andere machen, die dort viel effektiver sind. Zum Beispiel, der Farmer kann besser Essen zubereiten und so weiter und so fort. Also achtet darauf, was sie zu euch sagen. So können die für euch viel, viel mehr Ressourcen einsammeln. Und die geben euch auch einige Tipps, die sehr wichtig sind. Und die geben euch zum Beispiel auch Tipps, wo jetzt das nächste Schneegebiet ist. Im Norden, Osten, Süden oder Westen und so. Krass. Krass. Es gibt ein Double Bow? Lol, man kann so sagen wie Double Pump damals, einfach diese Dinger hin und her switchen mit den Tasten und dann schießen wir sozusagen wie Double Pump damals. Wow. Crazy. Okay, das will ich wissen. Wie bekommt ihr Tiere in euren kleinen Garten oder so? Okay, ihr baut erstmal Zäune und droppt dann zum Beispiel diese Ranken hier rein, okay? Okay. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die trotzdem einbaut, aber das Game lieft, dann despawnen diese Tiere. Das heißt, die bleiben nicht da. Okay, man kann es leider nur so machen. Es gibt einen Trick, wenn ihr ein volles Inventar habt, dass ihr trotzdem irgendwie eine Sache mitnehmen könnt. Okay, die ganze Zeit den Pickup-Button spammen, sozusagen, als ob man die Sache einsammeln will. Und dann lauft ihr zu eurem Dorf, wenn es halt nicht so weit weg ist, lohnt es sich halt, dann könnt ihr es die ganze Zeit mit euch mitschieben. Ja, das stimmt, also rohes Fleisch ist Schmutz. Genau, es gibt ja auch manche Essensgegenstände, die euch einen Boost geben. Die Pizza gibt euch zum Beispiel 5 extra Leben.
Und jedes Essensgegenstand, das episch ist, also lila, gibt euch immer einen Bonus. Just make sure you don't drop it in lava because it'll be pretty hard to reach unless you use the stealth feature. Pressing crouch actually gives you a further reach distance. Das wusste ich auch nicht. Wenn ihr euch duckt, habt ihr eine bessere Range, um Sachen wieder zurückzuholen, wenn sie weiter von euch entfernt sind. Pick up items that fell into lava without getting the hot feet. Cool. If you're exploring a cave that can't reach the ceiling, you gotta remember to take wood with you. Genau, richtig. Wenn ihr irgendwie Knochenwurzeln an der Decke holen müsst bei der Höhle, müsst ihr halt ein bisschen Holz dabei haben, um eine Treppe zu You can bauen. easily build some quick stairs to get up, and once you're done, just break Genau. in 3 punches to get the materials back. So if you run into creatures down there, taking them on with your teammate is the best option. You can completely overpower almost any enemy with more than one person, stunning them constantly so you don't even get attacked. Maybe you don't have a friend? Well, your villagers could do the exact same thing. One of the most Ja, er sagt ja auch wieder unbedingt mit 2 Leuten Tiere angreifen. things to beat in Lego Fortnite isn't the enemies, it's water. For some reason, you can only swim a few meters before you Stimmt, das mit dem Wasser ist so doof. Ihr habt ein paar Meter geschwommen und seid tot. Wie macht ihr das denn dann? Ja. Oder ihr baut ein Boot, wie er hier. Okay, das ist krass. Bro, aber nicht alle Büsche sind dazu da, um Volldamage zu verhindern. Ich habe mal so einen Test gemacht und bin trotzdem gestorben. Ah, okay, er sagt's hier gerade. Nur die großen Büsche funktionieren. Ja, genau. So könnt ihr euch verstecken auch vor Gegnern und so. Das stimmt. Wenn ihr mit diesen Leuten beim Ende vom Regenbogen tanzt, bekommt ihr richtig viel Items. Rainbows only stay out during the day, so make sure you visit them fast. Not the only random occurrence, supply drops can also rift in, and let me tell ya, they drop some really good loot. Another free gift could be found by Lootjobs gibt's ja following auch. butterflies. These guys spawn Oder randomly Schmetterling and lead folgen. the world to a reward. It might be a chest, even a llama, so Ja, it's always worth checking genau. out. That's 50 tips. Leute, mega krass. Checkt gerne das Video in der Beschreibung ab. Top 5 Gaming macht generell immer super Videos. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Haut da rein, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao, ciao.